Ich bin so aufgeregt. Ich darf euch heute ankündigen, dass meine erste Choreografie einem so großen Publikum gezeigt wird und ich freue mich total, dass ihr Teil davon seid. Ich habe nur leider in diesem Format nicht Videos parat. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne diese Choreografien selbst ausdenken. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, Feuer los! Bevor sie sich für ihren Auftritt bereit machten, erbrach sich Salika vor ihre Füße. Was ist denn los mit dir? Adair runzelte verwundert die Stirn, während Shani das Erbrochene verbrennen ließ. Ich sag doch, dass irgendwas nicht stimmt, flüsterte Salika und spuckte noch einen Rest in das kleine Feuer, bevor es ausging. Bist du nervös, weil dein heißer Waterlay zuschaut? Zog Shani sie auf, was Salika wiederum gar nicht lustig fand. Noch so ein solches Kommentar und du begleitest mich am Wochenende auf den Feuerodos. Schon gut. Shani stand auf und scheuchte die zwei anderen aus der Reihe. Na los, ihr Flämmchen, wir sind gleich dran. Salika richtete sich auf und warf ihr langes, schwarz strahlendes Haar über die Schulter. Wieder einmal knisterte es, und die umhersitzenden Feuraner johlten und pfiffen. Ein Blick von ihr, und sie verstummten. Sie schritt mit Adair und Shani die Stufen hinab und postierten sich hinten in der Mitte. Der Auftritt der Terraner vor ihnen wurde mit Applaus belohnt, und sie formten kleine Feuerbälle in ihren Händen. Adair einen blau leuchtenden, Salika einen roten und Shanis leuchtete hellgrün. Das Läuten erklang für ihren Auftritt. Sie atmeten noch einmal tief durch. Als die Bühne leer blieb, sahen sich schon einige verwundert um. Sie riefen ein lautes Hey! Warfen ihre Bälle in die Luft, erst nach oben, dann nach vorne auf die Bühne und rannten ihnen hinterher. Salika rannte durch die Mitte, Adair an den Waterlay vorbei und Shani bei den Feuranern. Ihre Bälle zerfielen in leuchtende Funken, die sanft auf die Bühne fielen. Sie stellten sich direkt darunter und schickten jeweils eine Stichflamme in die Höhe, was einen lauten Knall mit sich zog. Adair rannte an den Bühnenrand, um das Publikum zum Klatschen zu animieren, während Shani sich auf Salikas Schultern stellte. Adair sprang in ihren Schatten und nahm die Stäbe von Salikas Rock in die Hände, Shani die ihres eigenen. Mit einem lauten Knall entfalteten sie die beiden Röcke, worauf sich ein riesiges Gesicht zeigte. Auf Shanis Rock waren riesige Augen aufgenäht, und über Salikas breitete sich ein formatfüllender Mund. Und je nachdem, wie sie ihre Arme hielten, wirkte das Gesicht böse, traurig, überrascht, neutral oder lachend. Sie sangen dazu eine Geschichte über einen herrschsüchtigen König, der durch ein Attentat fast sein Leben verlor und sich darauf besann, dass es im Leben viel wichtiger war, dass es jemanden gab, den man liebte. Am Ende war er der Liebe untertan. Salika entsandte ein brennendes Herz um sie herum. Von dem Block der Feuraner ertönte tosender Applaus, Stampfen und Rufen, und ein paar kleine Stichflammen waren zu sehen. Von den Terranern kamen ein paar Blumen mit den Winden der Erona angeflogen. Die Waterlay waren aufgestanden und pfiffen, was das Zeug hielt. Shani, Adair und Salika verneigten sich außer Atem und gingen von der Bühne. Schade, dass wir es selbst nicht sehen können. Das mit dem Gesichterkleid ist immer wieder super. Shani öffnete ihnen die Tür ins Treppenhaus. Uff. Sie drehte sich etwas abgeschreckt zur Seite. Wollt ihr wirklich raus? Die Luft war so wassergeladen, dass sie auf der Haut biss. Salika atmete tief durch. Ja, lasst uns eine Stelle suchen, wo wir uns das Wasser etwas vom Hals halten können. Brauchst du wieder Hilfe, Feurani? Salika sah auf und sah in die braunen Augen des Waterlay. Er saß über dem Eingang auf der Brüstung und sah zu ihnen hinunter.
Wenn du Ärger willst, dann komm runter. Ardea winkte ihn mit einer knappen Handbewegung zu ihnen. Er sprang einfach runter und landete vor ihnen. Ich will keinen Ärger, aber ich könnte euch welchen ersparen. Ardea wies ihn mit einem Augenbrauenheben und einem Nicken Richtung Tür an, mit nach draußen ins Treppenhaus zu kommen. Grinsend schob er sich an Shani vorbei, die ihn mit großen Augen musterte. Salika stieß sie mit dem Ellenbogen leicht in die Seite. Wer fängt hier Feuer? Und musste unweigerlich grinsen, als Shani gleich knallrot anlief. Doch als sie ins Treppenhaus kamen, verging Salika das Grinsen. Die Luft war so schmerzhaft, dass sie sogar in den Lungen kratzte, und ihr wurde zum Kotzen übel. Egal, was du auf Lager hast, krächzte Salika. Deine Hilfe ist erwünscht. Ardea ging aus ihrer angriffslustigen Haltung zurück in eine Linie mit Salika. Ihr braucht trockene Luft, oder? Der Waterlei wies auf eine Ecke im oberen Teil der Halle. Mein Bruder hat euch dort eine Ecke freigeräumt. Ihr werdet ihn gleich an den türkisgrünen Haaren erkennen. Ihre Blicke folgten seinem Verweis, und als sie ihn wieder ansehen wollten, war er weg. Ratlos sahen sie sich an. Das ist irgendwie gruselig, oder?